Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir diesen Kürbis gemeinsam. Der ist wirklich super Anfänger geeignet, super einfach, ohne magischen Ring, alles. Ich zeige euch jetzt die ersten 3 Reihen und dann wiederholt sich das alles. Da spule ich dann natürlich schneller. So sieht er aus. Ich mache das jetzt in so einem Beige-Ton und benutze ein Stückchen Braun für den Stängel hier. Und ich häkel mit einer 2,5 mm Häkelnadel und ansonsten braucht ihr nur noch ein bisschen Füllwatte und am Ende noch eine Vernähnadel. Wir fangen direkt an. Ihr nehmt euch natürlich die Wolle, die ihr möchtet und auch die Farben, die ihr möchtet. Wir fangen ganz normal an, legen uns die Wolle auf die Häkelnadel, drehen es einmal. Wir ziehen einmal durch und ziehen fest. Und als erstes häkeln wir 20 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Das war unsere erste Reihe mit 20 Luftmaschen. In der nächsten Reihe häkeln wir jetzt einmal nur feste Maschen zurück. Das heißt direkt in die nächste rein, Faden holen und eine feste Masche. Das machen wir einmal die ganze Reihe zurück. Am Ende angekommen, machen wir jetzt nach jeder Reihe immer eine Wendeluftmasche. Das dürft ihr nicht vergessen, sonst wird es nachher schief und krumm. So, das war die zweite Reihe mit festen Maschen. Und jetzt fangen wir an, immer in die hintere Masche zu häkeln, beziehungsweise in die hintere Schlaufe, damit sich diese Rippenoptik jetzt bildet. Also wir sind jetzt in der dritten Reihe, aber ihr braucht die Reihen auch nicht mitzählen. Das sage ich euch gleich. Also wir fangen jetzt hier hinten an und gehen in die hintere Schlaufe der Masche, holen den Faden und häkeln dann die feste Masche. Und jetzt wieder bei der nächsten Masche nur die hintere Schlaufe, also wenn ihr oben rauf guckt, dann die hintere Schlaufe. Und das machen wir jetzt wirklich die ganze Zeit nur noch so. Und so entsteht auch die Rippenoptik. Also Reihe für Reihe werden wir jetzt immer nur in die hintere Schlaufe häkeln und am Ende jeder Reihe eine Wendeluftmasche machen. Das auf jeden Fall nicht vergessen. Und das machen wir jetzt so lange, bis wir insgesamt 13 cm erreicht haben. Ich mache die Reihe jetzt noch einmal mit euch zu Ende und den Rest spule ich dann schneller. Das wird gleich natürlich auch noch einfacher. Dann können wir das besser greifen, besser halten. So, die letzten Maschen hier hinten. Und auch die letzte Masche nicht überspringen. Also ich bin jetzt hier bei der vorletzten. Und hier ist die letzte. Da geht ihr auch in die hintere Schlaufe. Das wird auch gleich nach den nächsten Reihen einfacher. So, am Ende der Reihe angekommen. Das Muster kommt langsam und jetzt die Wendeluftmasche nicht vergessen, dann wieder drehen und wieder von oben schauen und in die hintere Schlaufe der Masche einstechen
und dann die feste Masche häkeln. Den Rest spule ich jetzt schneller, weil es wirklich die ganze Zeit nur dasselbe ist. Und das machen wir jetzt, bis wir so an der Höhe 13 cm erreicht haben. Und dann machen wir gemeinsam weiter. So sieht es jetzt aus. Ich habe das jetzt zu Ende gehäkelt. Das sind ungefähr 14 cm geworden. Und das sieht richtig schön und ordentlich aus mit diesem Muster. Und wenn ihr keine Maschen überspringt und auch am Ende jeder Reihe die Wendeluftmasche macht. Jetzt werde ich meinen Faden etwas länger abschneiden, weil mit dem Faden werden wir es direkt vernähen. Da schneide ich hier einmal ab. Und ziehe den Faden hier jetzt einmal raus. Dann kommt dieses lange Stück auf die Vernähnadel. Und als erstes werde ich anfangen, diese eine Seite hier zuzunähen. Und dann fangen wir an mit den Rundungen oben und unten. Und zwischendurch werden wir das auch mit Füllwatte voll machen. Also der lange Faden ist jetzt hier. Da fangen wir auch direkt an. Ich gehe auf der anderen Seite einfach durch eine Schlaufe der ersten Masche jetzt. Dann ziehe ich das einmal durch. Das ist hier der Anfang. Den anderen Faden könnt ihr einfach drinnen lassen oder auch vernähen. Dann gehe ich bei der nächsten Masche durch eine Schlaufe und bei der gegenüberliegenden auch durch eine Schlaufe. Ziehen einfach wieder durch und festziehen, dann nächste und nächste. Und die Wolle lege ich mir hier so oben drauf, damit das schön hier am Rand auch zugeht. Und das machen wir auch einmal jetzt bis zum Ende. Immer durch eine Schlaufe und auf der anderen Seite auch durch eine Schlaufe. Wolle so nach oben legen. Durchziehen und festziehen. Ihr seht, das wird schön verschlossen. Und das einmal hier die ganze Reihe entlang. Die Seite ist jetzt schon mal fertig. So sieht das jetzt aus. Jetzt machen wir direkt einfach weiter mit derselben Vernähnadel an der Wolle dran. Und zwar werden wir jetzt hier oben rum
nähen mit der Vernähnadel. Und zwar hier ist die Wolle jetzt dran. Wir gehen hier einmal weit oben bei einer Masche rein, holen den Faden hier einmal durch. Dann gehen wir von der Innenseite gleich wieder rein, und zwar lassen wir jetzt erstmal Platz, also die zwei, die jetzt zum Beispiel hier oben abstehen, die lassen wir frei und gehen dann in die nächste wieder rein. Also es könnt ihr ein bisschen nach Augenmaß machen, das ist jetzt nicht ganz wichtig, ob ihr genau da reinkommt oder nicht. Da ziehen wir jetzt auch einmal durch. Dann lasse ich wieder so die beiden frei und gehe hier oben rein. Einmal wieder durchziehen. Und das mache ich jetzt auch die ganze Runde entlang hier oben. Ich überspringe immer diese zwei und gehe dann da in die dritte so gesehen rein. Aber es ist halt kein Stress, macht das nach Augenmaß. Wir ziehen das ja am Ende jetzt gleich zusammen und dann sieht man sowieso nichts mehr. Ich bin jetzt da angekommen, wo wir angefangen haben. Hier gehe ich nochmal, weil ich jetzt hinten bin, nach vorne hin raus. Und das war es hier auch schon. So sieht das aus. Man sieht jetzt die Fäden, wo wir reingenäht haben. Und jetzt werden wir es einfach nur festziehen. Und so ist es schon fast geschlossen. Das werden wir natürlich gleich festmachen und ausfüllen. Wir können jetzt mit der Vernähnadel entweder durch auf die andere Seite gehen und mit derselben Wolle und derselben Nadel auch hier das obere Stück machen. Oder ihr könnt das natürlich hier oben jetzt vernähen und neue Wolle auf die Vernähnadel tun und neu wieder ansetzen hier oben. Ich werde das jetzt hier noch einmal durch ein, zwei Maschen machen, damit das schön fest ist, und gehe dann mit der Nadel innen durch und mache auf der anderen Seite hier gleich weiter. Und gehe jetzt mit der Nadel hier einmal rein, auf der anderen Seite raus und das gleiche Spielchen machen wir hier auf der anderen Seite jetzt auch. Ich fange einfach hier irgendwo jetzt an. So, hier dürft ihr jetzt am Anfang natürlich nicht so festziehen, damit sich das nicht reinzieht. Und das gleiche Spielchen, einmal wieder zwei überspringen und dann wieder von der Außenseite nach innen und von der Innenseite nach außen. Oben haben wir dasselbe Spielchen gemacht wie unten. Einmal die ganzen Fäden drumherum. Und jetzt mache ich das erstmal bisschen schon mal voll mit Füllwatte. Und da werde ich mich auch rantasten,
damit das die schöne Form gleich ergibt. Zwischendurch werde ich das ein bisschen schon mal fester ziehen und dann wieder mit Füllwatte voll machen. Das dauert ein kleines bisschen, um auch jede Ecke so ein bisschen auszustopfen und die schöne Form dann zu geben. Ich habe es soweit schön ausgefüllt jetzt und jetzt werde ich das zusammenziehen und hier mit der Restwolle auch hier bei jedem Hügel, sage ich mal, durch eine Schlaufe gleich gehen und das auch noch mal so fixieren und dann machen wir gleich hier noch den Stängel gemeinsam und sind dann auch gleich fertig. Und zuletzt vernähe ich meine Restwolle noch ein Stückchen in der Füllwatte. Dafür gehe ich halt zwischendurch irgendwo rein und wieder raus. Und dann ist es noch ein bisschen sicherer. Und dann können wir den Faden auch schon abschneiden. Jetzt könnt ihr für euch aussuchen, welche Seite ihr schöner findet, für oben und für unten. Das macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Das sieht wirklich schön aus, finde ich. Jetzt mit dem Stängel gleich wird das natürlich noch ein bisschen schöner. Für den Stängel nehme ich meine braune Wolle, lege es auf die Häkelnadel, drehe es einmal, ziehe einmal durch und ziehe fest und häkele jetzt erstmal 8 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Dann häkeln wir jetzt einmal zurück und zwar in die nächste direkt rein, machen wir ein Stäbchen. In die nächste Masche einmal ein Stäbchen. Dann in die nächste Masche machen wir ein halbes Stäbchen. Und die restlichen Luftmaschen machen wir nur eine feste Masche rein. Und das war es auch schon. Das ist auch schon unser Stängel. Die eine des Fadens lasse ich jetzt ein bisschen länger. Dann ziehe ich das einmal von oben nach unten durch und verknote das einmal. Und so sieht es jetzt aus. Das machen wir hier gleich einmal dran. Da schneide ich einmal ab, ziehe es einmal raus. Ich verknote die beiden. So. Und jetzt tue ich das lange Stück hier auf die Vernähnadel. Gehe dann je nachdem von oben nach unten einmal durch. So, das kurze Stück kann ich natürlich abschneiden. Kann man auch vorher machen.
Und jetzt könnt ihr das hier unten vernähen. Oder ihr könnt natürlich auch den Anfangsfaden genauso lang lassen und beide Fäden einzeln links und rechts durchziehen und hier unten dann verknoten. Das ist aber fast ähnlich. Und ich kann das jetzt hier einfach vernähen. Da gehe ich einfach durch eine Schlaufe von unserem Kürbis. Mache hier einen Knoten rein. Schön festgezogen, sieht man es auch schon kaum. Dann gehe ich einmal noch durch den Kürbis durch an irgendeiner Stelle raus. Schneide den Faden ab. Das Stückchen verschwindet auch gleich hier drinne. Da sieht man nichts mehr und hier unten sieht man auch nichts mehr. Das könnt ihr natürlich noch so hintun, wie ihr das möchtet. Und so sind wir fertig mit unserem Kürbis. Die sind wirklich wunderschön, finde ich. Lasst euch da Zeit, macht das Ganze in Ruhe. Auch diese 13-14 cm an Höhe zu häkeln geht ganz nebenbei vor dem Fernseher. Und dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Mithäkeln und Nachhäkeln. Dann sehen wir uns die Tage auch schon bei einem neuen Video. Teilt das Video gerne mit Freunden und Bekannten. Und bis dahin.